Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Heute geht's um Danny Galm, ein potenzieller Trainer des FCMs, falls es geht. Denn man hat sich nach Kandidaten jetzt scheinbar umgeguckt und hat Danny Galm gefunden. Der ist 39 Jahre alt, ist deutsch, hat eine Amtszeit durchschnittlich von 1,53 Jahre und seine bevorzugte Formation ist 3-4-1-2. Das zu ihm. Ganz klar, als kleine Einführung, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr supporten. Dankeschön, wenn ihr das macht. Ab 99 kann man Mitglied werden. Dankeschön, das ist riesiger Support. Und damit eure Meinung in die Kommentare und wir starten rein. Ja, laut Meldungen, laut Leaker und so weiter und so fort, scheint jetzt Danny Galm ein Kandidat beim FCM zu sein. Wie seine Qualitäten sind, das wollen wir heute einschätzen. Wir fangen direkt mal an, wo er denn angefangen hat. Wir fangen mit seiner ersten Station an, das war 2013, da war er das erste Mal Trainer. Also mit relativ jungen Jahren, also beziehungsweise sehr, sehr jung für einen Trainer. Hat bei Neckarelz angefangen, bei der U19. Hat er 3 Jahre dann trainiert, ist dann in die Hoffenheim-Jugend gewechselt und es ist schon mal ein sehr, sehr starker Stand. Da sind Trainer rausgesprungen, wie auch zum Beispiel ein Julian Nagelsmann, die jetzt die weltbesten Trainer sind, die es so gibt. Hat dann auf jeden Fall die U17, nochmal die Hoffenheim-Jugend, U17 trainiert bei Hoffenheim, also ein rotierender Wechsel. Hat dort in der U17 bei Hoffenheim einen 2,3 Punkteschnitt geholt. Das ist richtig gut. Ähnlich wie der München-Wechsel war es dann nicht, denn dann ist er nach München gegangen, in die JL. Und da hat er dann in 12 Spielen 0,75 Punkte geholt. Ja, das erwartet man natürlich dann im Endeffekt nicht unbedingt von einem Bayern-Trainer. Dann ging es aber in die U19 und beziehungsweise mit der U19 hat er natürlich die Aufstieg gespielt, um das mal ganz kurz zu sagen. Hat dann U19 im ganz normalen Ligabetrieb in 47 Spielen 1,6 Punkte geholt. Auch das ist kein guter Schnitt für Bayern. Dazu muss man ganz klar sagen, die haben natürlich im Normalfall einen 2,0er Schnitt. Dann wird es aber interessant. Nämlich in der Saison 22-23 und auch in der Saison 23-24 war er Trainer von Sandhausen. Also vom 19.06. bis 22.10.2023. Und hat da einen Punkteschnitt von 1,67 Punkten geholt. Sandhausen war danach eindeutig, muss man auch sagen, in der Situation, wo es sehr, sehr schwierig für sie war, eine bestimmte Liga-Erwartung zu halten. Auch das ist ganz klar. Man hat es nicht geschafft, dann weiter festzuhalten an der Liga und auch Erfolge einzufahren unter ihm. Hat den 18. Platz belegt. Der hat auch eine relativ solide Rolle dann gespielt bei uns, muss man sagen. Dort war auch Aboubekir Zain im Kader, kann man sagen. Ist dann auch abgestiegen, hat dann noch ein paar Spiele dritte Liga trainiert. Da hat es aber auch dann nicht mehr gereicht und hat ihm das Vertrauen dann nicht mehr gegeben. Auch das natürlich verständlich dann. Ja, was können wir jetzt sagen zum Trainer? Es ist eine interessante Personalie, weil er auch schon gezeigt hat bei Hoffenheim, dass er es kann. Wie wahrscheinlich ich das persönlich sehe, dass ein FCM nach oben bringen kann, ist sehr unwahrscheinlich, denn dafür hat er das Potenzial meiner Meinung nach nicht. Aber es überhaupt nicht bei Sandhausen gebracht hat, muss man ganz ehrlich sagen. 1,67 Punkte wären Klassenerhalt. Aber auch mehr nicht. Ja. Beziehungsweise den Mittelfeldplatz, vielleicht das mit Sandhausen, aber das war natürlich auch nicht unbedingt so das Ziel. Trotzdem soliden. Wir sagen einfach mal, seine Leistung über alle Trainerstationen grundsätzlich solide. Jedoch reicht das nicht, glaube ich, meiner Meinung nach für den FCM, wenn man zweite Liga trainieren will. Vor allem, wenn man das letzte Mal 2023 trainiert hat. Das ist ja der wichtige Punkt. Er ist gar nicht mehr im Spielbetrieb drin. Und das ist dann, glaube ich, so der größte Kritikpunkt, den ich persönlich habe und auch sehe, dass es gar keinen Sinn ergibt, so einen Trainer zu verpflichten. Ich hoffe, dass er nicht der Top-Kandidat ist. Ich glaube auch nicht, dass er sich mit dem FCM annähernd verbunden fühlt. Und das finde ich wichtig beim FCM. Er ist nämlich ein Trainer aus dem Süden. Hat also mit dem Osten überhaupt nichts zu tun. Und das musst du meistens ein bisschen,
beziehungsweise zumindest mit nördlicher Region, wie Tietz hatte bei Hamburg. Aber ja, das ist halt gar nichts irgendwie und persönlich überzeugt er mich nicht. Wenn er natürlich kommen würde, würde ich hinter ihm stehen, aber und auch ihm das Vertrauen schenken und hoffen, dass er seinen Job richtig gut macht. Ich persönlich sehe das aber hier definitiv nicht. Ich hoffe immer noch, dass Tietz bleibt. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt hat man aber den ersten Namen rausfiltern können. Eure Meinung sich gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit bis zum nächsten Mal.